Alles, was du über das Deutschland-Ticket wissen musst. Es kostet nur 63 € im Monat und du kannst damit einen ganzen Monat durch ganz Deutschland fahren. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Nein. Allerdings musst du 5 Dinge beachten, wenn du das Deutschland-Ticket nutzen willst. Wer bin ich? Ich bin Konstantin. Guten Morgen. Ich bin Eisenbahn-YouTuber aus Deutschland und ich fahre sehr häufig mit dem Deutschland-Ticket durch ganz Deutschland. Und ich dachte mir, ich teile mein Wissen einfach mal mit euch. Erstens, das Deutschland-Ticket ist ein Abo. Das Deutschland-Ticket ist eigentlich ein Pendlerticket für den Nahverkehr und genau deswegen ist es auch als rein digitales Abo konzipiert. Es kostet aktuell im April 2026 63 € im Monat. Allerdings verlängert es sich auch automatisch in den nächsten Monat, wenn man es nicht rechtzeitig kündigt. Rechtzeitig heißt bis zum 10. eines Monats. Es gilt außerdem immer nur für einen Kalendermonat. Du willst das Deutschland-Ticket nur in einem Monat nutzen und das war's, weil du zum Beispiel Tourist bist, dann musst du vorplanen. Kaufe das Deutschland-Ticket am Anfang des Monats, in dem du fahren willst und kündige es direkt wieder vor dem 10. Dann kannst du es den ganzen Monat lang nutzen, aber es verlängert sich nicht mehr automatisch. Vergisst du die Kündigung, musst du auch den nächsten Monat zahlen. Wenn du das Ticket später kaufst, dann geht das meistens noch für denselben Monat, aber dann kaufst du die Verlängerung automatisch mit. Aber auch 126 € für ganze 2 Monate Bahn fahren kann insgesamt ein guter Deal sein. Außerdem solltest du beachten, das Deutschland-Ticket ist nicht übertragbar. Es gilt nur für dich und ist mit deinem Namen verbunden. Die Zugbegleiter achten da auch stark drauf und verlangen inzwischen auch regelmäßig den Ausweis. Denn das Ticket wurde in der Vergangenheit oft zwischen Handys geteilt, obwohl das verboten ist. Zweitens, was kann ich mit dem Deutschland-Ticket alles fahren? Grundsätzlich gilt, das Deutschland-Ticket gilt nur im Regionalverkehr. Es ist kein Rundrum-Sorglos-Ticket, mit dem du alles fahren kannst. Was genau mit drin ist, ist nicht ganz einfach zu verstehen. Deswegen versuche ich es zu erklären. Fangen wir mal mit den Zügen an. In Deutschland gibt es grundsätzlich 2 Kategorien von Zügen, schnelle Züge und langsame Züge. Die schnellen werden oft Fernverkehr genannt, die langsamen Regionalverkehr. Nur die langsamen Züge kannst du mit dem Deutschland-Ticket nehmen. Woran erkennt man die langsamen Züge? Die langsamen Züge des Regionalverkehrs heißen in den allermeisten Fällen Regionalexpress, kurz RE, Regionalbahn, kurz RB oder S-Bahn, abgekürzt S. Wenn die Züge so heißen, dann kannst du sie eigentlich immer nehmen. Wenn sie von der Deutschen Bahn betrieben werden, dann sind diese Züge häufig rot angestrichen, aber es gibt inzwischen so viele private Anbieter, die im Auftrag der Länder unterwegs sind, dass das eigentlich kein gutes Zeichen mehr ist, um solche Züge zu erkennen. Woran erkenne ich die schnellen Züge? Die schnellen Züge, die darfst du nicht mit dem Deutschland-Ticket nutzen. Schnelle Züge des Fernverkehrs haben ganz viele verschiedene Namen. Die häufigsten sind Intercity Express und Intercity. Sie sind häufig weiß gestrichen mit einem roten Streifen. Die darfst du nicht nehmen. Aber es gibt auch noch andere Namen und Anbieter. Manche Fernzüge heißen Eurocity, wenn sie international unterwegs sind, TGV, wenn sie nach Frankreich fahren, Comfortjet, wenn sie nach Tschechien fahren, Railjet, wenn sie nach Österreich fahren oder der Nachtzug Nightjet. Außerdem fahren in Deutschland noch private Anbieter wie Flixtrain, Westbahn, European Sleeper, Snow Target oder Go Volta. All diese Züge kannst du nicht mit dem Deutschland-Ticket nutzen. Aber die Regionalzüge sind so konzipiert, dass du mit ihnen überall hinkommst, ohne dass du einen Fernzug brauchst. Ganz, ganz selten kann es sogar mal sein, dass ein ICE oder IC für das Deutschland-Ticket freigegeben ist, wie beispielsweise auf der schönen Strecke zwischen Stuttgart und Singen. Aber das ist eine große Ausnahme. Das Deutschland-Ticket gilt auch noch für den Stadtverkehr, also U-Bahn, Straßenbahn und Bus. Da sind nicht nur die Züge drin, sondern eigentlich alle Verkehrsmittel des Regionalverkehrs. Und dazu gehören eben in den Städten auch U-Bahnen, Stadtbahnen, Straßenbahnen, Busse. Hier gibt es so gut wie keine Ausnahmen, außer vielleicht so Hop-on, Hop-off Touristenbusse. Die musst du auch extra bezahlen, da ist das Deutschland-Ticket nicht gültig. Aber aufpassen bei Fernbussen. Im Deutschland-Ticket enthalten sind Stadt- und Regionalbusse, aber keine Fernbusse, die meist privat betrieben werden. Da gibt es ganz viele Anbieter, aber der größte Anbieter in Deutschland ist Flixbus. Diesen kannst du nicht mit dem Deutschland-Ticket nutzen. Drittens, wie kann ich sicher den richtigen Zug finden?
Ja, das ist natürlich kompliziert, aber die Deutsche Bahn hat in ihrer App DB Navigator und auf ihrer Webseite eine Funktion eingerichtet, die genau diesen Fall beinhaltet. Ich habe euch den Link zum DB Navigator in die Videobeschreibung gepackt. Die App, die funktioniert auch auf Englisch. Wenn du zum Beispiel von Köln nach Berlin fahren willst, dann zeigt dir die App erstmal die schnellste Verbindung mit dem ICE an. Klar, da musst du nicht umsteigen, der Zug ist richtig schnell. Aber die Verbindung ist nicht im Deutschlandticket enthalten. So, wie bekommst du jetzt die richtige Verbindung? Gehe auf Optionen und wähle dort nur D-Ticket-Verbindungen aus. Dann zeigt dir die App auch nur Züge an, die du mit dem Deutschlandticket nutzen kannst. Von Köln nach Berlin sind das viele Umstiege, aber dafür ist es halt auch preiswert. Und hier sind auch dann die Ausnahmen mit drin. Wenn es also mal einen ICE oder IC gibt, der ausnahmsweise mal im Deutschlandticket enthalten ist, dann wird er euch hier auch angezeigt. Wenn du diese Option eingestellt hast, dann bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite. Viertens, wie kann ich das Deutschlandticket kaufen? Das Deutschlandticket gibt es nur digital, das heißt, es ist in einer App oder auf einer Smartcard gespeichert. Die Smartcard ist wirklich nur eine Option, wenn du es regelmäßig oder über mehrere Monate nutzen willst, also wenn du in Deutschland wohnst und damit pendelst, dann ist es eigentlich eine gute Option. Wer es aber nur kurzfristig nutzen will, für den ist eine Handy-App zu empfehlen. Hier wird es etwas kompliziert, denn es gibt ganz viele Anbieter in Deutschland, die das Deutschlandticket verkaufen. Die Deutsche Bahn zum Beispiel, Verkehrsverbünde, einzelne Bahn- und Busunternehmen. Oft haben die auch noch eigene Markennamen gemacht, weil sie sich bei der Einführung des Tickets so SEO-optimierte Seiten geholt haben. Aber egal wo du es kaufst, es ist immer deutschlandweit gültig, wenn es ein Deutschlandticket ist. Aber aufpassen bei ausländischen IBAN-Nummern oder ausländischen Kreditkarten. Oft akzeptieren die Anbieter nämlich keine ausländischen Kreditkarten, IBAN-Nummern oder sogar ausländische Adressen. Der größte Anbieter des Deutschlandtickets, die Deutsche Bahn, akzeptiert für den Kauf keine Kreditkarte, sondern ausschließlich Bankeinzug. Berichten zufolge werden dort nämlich auch IBAN-Kontonummern aus anderen Ländern akzeptiert, die halt am SEPA-Verfahren teilnehmen. Der bereits erwähnte DB-Navigator ist also gut, wenn du ein Konto mit IBAN hast, auch ein ausländisches. Wenn nicht, dann gibt es auch noch andere Optionen. Ich habe die selbst nicht getestet, weil ich keine ausländische Kreditkarte oder ausländische Kontoverbindung habe. Aber viele Nutzer loben die HVV Switch App, die selbst PayPal als Zahlungsmittel erlauben würde. Sie wird vom Hamburger Verkehrsverbund herausgegeben, was eine seriöse Quelle ist. Wie gesagt, ich habe es nicht selbst getestet, aber ich habe den Link zu dieser App auch mal hier in die Videobeschreibung gepackt. 5. Besondere Bahnen, die im Deutschlandticket drin sind. Das Deutschlandticket, das bedeutet nicht nur, dass man damit von A nach B fahren kann, sondern es gibt auch ganz besondere Bahnen oder sogar Schiffe, die du mit dem Deutschlandticket nutzen kannst. Ich habe dazu eine ganze Karte erstellt und sie euch auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Aber hier ist eine kleine Auswahl, nämlich zum Beispiel die Wuppertaler Schwebebahn, die H-Bahn in Dortmund, der Linienfähre in Hamburg oder über den Rhein, die Elbe oder in Berlin. Eine Seilbahn und eine Zahnradbahn, zum Beispiel in Stuttgart, den Spurbus in Essen, Oberleitungsbusse, beispielsweise Solingen, Eberswalde oder Esslingen am Neckar, die Thüringer Bergbahn oder, und das ist wirklich das Highlight, eine Dampfeisenbahn durch den Harz. Zu einigen dieser besonderen Verkehrsmittel habe ich auch Videos gemacht, die Playlist dazu verlinke ich euch mal hier oben. Jetzt kann eurer Reise mit dem Deutschlandticket nichts mehr im Weg stehen. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Bahnfahren wie ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da, ein Like da. Und wenn ihr das richtig toll findet, was ich hier mache, dann könnt ihr auch Kanalmitglieder werden und mich so unterstützen. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.